Um unser nun folgendes Ziel zu erreichen, benötigen wir zunächst einen Rücktransfer zum Flughafen von Ho Chi Minh Stadt. Von hier aus begeben wir uns wieder in die Lüfte, um nach einer guten Stunde Flugzeit das Nachbarland Kambodscha mit dem Flughafen der Stadt Siem Reap anzusteuern. Durch ihre Nähe zu den bedeutenden archäologischen Stätten von Angkor hat sich die Stadt zum wichtigsten Tourismusmagneten des Landes entwickelt. An unserem ersten Besuchstag widmen wir uns zunächst den eher peripher gelegenen Tempelanlagen von Banteay Samray im Osten sowie dem 20 Kilometer nördlich hiervon gelegenen Tempel von Banteay Srey. Später statten wir der noch weiter südlich gelegenen sogenannten Rolluos-Gruppe einen Besuch ab. Nach kurzweiliger Fahrt durch die flache grüne Landschaft erreichen wir unser erstes Ziel, den aus dem 12. Jahrhundert stammenden Tempel Banteay Samray. Mehrere konzentrische Mauern, bestehend aus dem eisenhaltigen Verwitterungsgestein Laterit, umgeben die Anlage, die man durch ein aufwendig verziertes Eingangsportal, das sogenannte Gopuram, betritt. Innerhalb des innersten Mauerrings befindet sich die nach indischen Vorbildern aus Sandstein gebaute Tempelanlage mit dem typischen Pavillon Mandapa und dem Shiva geweihten Tempelturm Prasat. Schließlich begeben wir uns wieder in die Außenbereiche und verlassen nach einer hochinteressanten Besichtigung Banteay Samray. Nun fahren wir 20 Kilometer weiter nach Norden, durch eine abwechslungsreiche und durchgehend grüne Landschaft. Hier befindet sich abgelegen von den übrigen Bauwerken Banteay Srey, ein Meisterwerk der Steinmetzkunst aus dem 10. Jahrhundert. Die Tempelanlage gehört zu den am besten erhaltenen Monumenten von Angkor, was sich bereits am Gopuram, dem Eingangstor, nachhaltig beweist. Nach dem Durchschreiten eines 67 Meter langen Prozessionsweges erreicht man hinter einem kleinen Teich einen zweiten Mauerring, der die weiteren Tempelgebäude mit ihren aufwendig verzierten Giebelfeldern umgibt. Man verlässt anschließend die Anlage über einen durch eine wunderbare Naturlandschaft führenden Spazierweg.
In einem herrlich in die Vegetation eingebetteten Restaurant gönnen wir uns die wohlverdiente Mittagspause. Ebenso bleibt noch etwas Zeit für ein kleines Mittagsschläfchen, auch wenn sich die nachfolgende Aufstehtechnik aus der Hängematte durchaus noch verfeinern ließe. Danach führt uns die Fahrt für ca. 20 Kilometer in Richtung Süden zu den ältesten Monumenten des Gebiets, der sogenannten Roluos-Gruppe. Die zentrale Tempelanlage Preah Ko ist eines der frühesten Beispiele der Khmer-Architektur aus dem 9. Jahrhundert. 6 aus Ziegeln gefertigte Prasat thronen hier auf einer Sandsteinterrasse. Die benachbarte Anlage von Lolei ist wegen der derzeit laufenden Restaurierungsarbeiten nur auf einem Plakat in ihrem zukünftigen Erscheinungsbild zu sehen. Wir wenden uns daher gleich Bakong, dem dritten Monument der Roluos-Gruppe zu. Er war der erste Sandsteinbau des 9. Jahrhunderts und gilt als Prototyp eines Tempelberges. Zum zentralen Prasat führen hohe Stufen hinauf, die es durchaus mit etwas Mühe zu erklimmen gilt. Seitlich bewachen nicht mehr ganz vollständig erhaltene Elefanten den Aufgang. Mit der Besichtigung von Bakong endet unser erster Besuchstag im archäologischen Park von Angkor, sodass wir uns eine kleine Erholungspause in unserem eleganten Resort in Siem Reap redlich verdient haben. Ausdrücklich dazu gehört eine zünftige Elefantendusche vor dem Besuch des Pools. Spätestens mit Einbruch der Dunkelheit übermannen uns schließlich weihnachtliche Gefühle, denen wir in Form einer nächtlichen Visite der Innenstadt von Siem Reap nachgeben. In puncto Weihnachtsbeleuchtung braucht die Stadt sicherlich keinerlei Vergleiche zu scheuen.